Mein Name ist Heike Kamp. Ich bin unter anderem an der SUB im Projekt Green Open Access beteiligt und baue dort die Services insbesondere für die Hochschulen in Bremen auf. Und heute möchte ich Sie mitnehmen in die Welt der Openness, die Offenheit, und ganz im Speziellen um das Thema Open Access darüber möchte ich heute berichten, also den offenen Zugang zu Publikationen im wissenschaftlichen Zusammenhang. Im Anschluss an diese Coffee Lecture wissen Sie hoffentlich, was offen eigentlich bedeutet und wofür und warum das eigentlich so erstrebenswert ist. Ich gebe jetzt meine Folien kurz frei und dann sehen wir auch das Thema hier nochmal. Also Open Access und was die Bibliothek eigentlich damit zu tun hat. Was ist Open Access? Openness ist seit vielen Jahren schon ein großes Thema in der Gesellschaft insgesamt und mit den Themenbereichen Open Science, Open Data und Open Educational Resources auch längst in der Wissenschaft angekommen. Wir gucken heute, habe ich schon gesagt, auf Open Access und das steht speziell für den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen sowie auch die Erlaubnis, deren Inhalte weiter zu verwenden, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird. Das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir auch schon. Interessant ist dabei noch, dass dadurch, dass die Erlaubnis der Inhalte weiterzugeben enthalten ist, auch die Rechte der Autoren viel stärker berücksichtigt werden. 2003 ist in der Berliner Erklärung nochmal aufgeschrieben worden, was das bedeutet. Und diese Berliner Erklärung haben unterschiedliche deutsche Player der Wissenschaft unterschrieben und sich verpflichtet, das zu vertreten. Unter anderem war da zum Beispiel ist der Deutsche Wissenschaftsrat dabei und die Hochschulrektorenkonferenz, die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum Beispiel. Die Vorteile von Open Access sind hier auf der Folie schon längere Zeit aufgeblendet. Wichtig zu wissen in dem Zusammenhang ist, dass wissenschaftliche Forschung ja zum großen Teil öffentlich finanziert ist und die Ergebnisse dieser staatlich finanzierten Forschung eigentlich daher auch öffentlich zugänglich sein sollten. Bei Open Access Publikationen sind die Ergebnisse sofort und ohne Beschaffungsaufwand kostenfrei zugänglich und nachnutzbar. Und dieser freie und schnelle Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen beschleunigt den wissenschaftlichen Kommunikationsprozess und erhöht damit die Effizienz in Forschung und Innovation. Dies fördert die internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Vernetzung der Forschenden untereinander. Bewiesen ist mittlerweile in mehreren Studien, dass Open Access die Zitierhäufigkeit und damit auch die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen erhöht. Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass die Verwertungsrechte bei den Autorinnen verbleiben, statt dass die ausschließlich an einen Verlag abgetreten werden. Und so kann eine Open Access Publikation von anderen einfach weiter verbreitet und nachgenutzt werden. Wie die sprichwörtlichen Wege nach Rom werden auch die Wege zur Publikation Open Access unterschieden als Wege und zwar in den goldenen und den grünen Weg. Es gibt hier noch mehr, auf die gehe ich hier heute nicht mehr ein, aber das wesentliche Ziel ist eben immer, die Informationen zu verbreiten und zur Verfügung zu stellen. Da wollen wir mal hin. Das
bisher bekannte Modell, an wissenschaftliche Literatur zu kommen, besteht im Wesentlichen darauf, dass die Zugänge gekauft werden, also entweder bei gedruckten Medien oder bei der Lizenzierung elektronischer Publikationen. Und das macht idealerweise die Bibliothek vor Ort, die Bibliothek, die für Sie, für Ihre Versorgung in der Wissenschaft zuständig ist jeweils. Und die Bibliothek bezahlt damit also das Abonnement oder die Lizenzgebühr für einen eingeschränkten Kreis von Forschenden oder Studierenden. Hier wird also für das Lesen der Literatur bezahlt. Das ist in der Grafik der schwarze Balken und kann als Closed Access bezeichnet werden. Open Access bietet eine Möglichkeit, dass einmalig bei der Publikation gezahlt wird und die Nutzung anschließend dann für jedermann frei ist. Dabei werden die Veröffentlichungen werden bei der Veröffentlichung sogenannte Publikationskosten fällig, oft zumindest, und die werden von der Autorin oder dem Autoren gezahlt. Jetzt sagen Sie, das klingt für Sie als Autorin und Autor nicht verlockend. Dann hat die Bibliothek oder zumindest die SUB Bremen 2 Lösungsansätze für Sie. Und darauf möchte ich jetzt kommen. Ich habe eben schon gesagt, Gold Open Access gibt es. Es gibt Green Open Access. Wir fangen jetzt erstmal bei Gold Open Access an. Das eben vorgestellte Modell, die Autorin, der Autor zahlt, wird als goldener Weg bezeichnet. Und die Erstveröffentlichung, zum Beispiel in einer Zeitschrift oder als Monographie, durchläuft dann üblicherweise denselben Qualitätssicherungsprozess wie bei Closed Access Veröffentlichungen, also das, was gemeinhin als Peer Review benannt ist. Die Publikationskosten, bei Zeitschriften nennen die sich APC für Article Processing Charge zum Beispiel, kann in Bremen von der Bibliothek übernommen werden. Und ein Teil unseres Budgets, das wir bisher ganz klassisch für wissenschaftliches Schrifttum eingestellt haben, haben wir jetzt für den sogenannten Publikationsfonds reserviert. Wenn Sie das interessiert, dann gibt es weitere Informationen, unter anderem auf unserer Homepage. Und Christine Aue stellt Ihnen jetzt mal eben den Link in den Chat, falls Sie da direkt drauf zugreifen möchten. Es gibt ein unkompliziertes, ein standardisiertes, aber ein unkompliziertes Antragsverfahren. Und das ist auch auf dieser Homepage dargestellt. Das war die eine Variante. Die andere Variante ist Green Open Access. Der Weg kommt insbesondere dann für Sie in Frage, wenn aus unterschiedlichen Gründen mal der goldene Weg für Sie versperrt ist. Es gibt beispielsweise Journals, die nicht Open Access als goldenen Weg anbieten. Dann dürfen Sie nach Urheberrecht eine weitere Version zusätzlich auf einem Dokumentenserver veröffentlichen. Diese sogenannte Zweitveröffentlichung wird auch als Self-Archiving bezeichnet. Also Sie legen eine Version für sich entweder auf Ihre Homepage, idealerweise aber eben auf einen Dokumentenservice, Server, sodass die Version dann weltweit auch weitergegeben wird. Das können Sie zum Beispiel eben auch über die SUB Bremen machen. Wir haben den Media-Server dafür als Repositorium für Sie vorbereitet. Und auch da können Sie nachlesen auf unserer Homepage. Das ist jetzt der zweite Link, den Christine Aue Ihnen in den Chat stellt. Da kann ich aber auch Reklame machen für die Coffee Lecture am Donnerstag, also auch wieder um 12 Uhr. Da kommt nämlich Lydia Price-Jones und erzählt genau diesen Weg, was Sie da beachten sollten und wie Sie das ganz einfach mit der SUB Bremen umsetzen können. Das war mein kurzer Input zum Thema Open Access und was die Bibliothek damit zu tun hat.